Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Chevruta Zerheilen. Eine Einladung zum gemeinsamen Lernen heißt es in der Einladung zu diesem Abend. Und insbesondere wird es heute gehen um Aspekte von Ort und Gedächtnis. Das Ganze als Begleitveranstaltung zu Friedrich Brenners großer Ausstellung Zerheilt. Ich begrüße alle Teilnehmer hier am Tisch, alle, die hier in den Saal gekommen sind und natürlich auch die Gäste im Stream. Nun mag die eine oder der andere von Ihnen noch nie an einer Chevruta teilgenommen haben. Da kann ich Sie beruhigen, Sie sind in guter Gesellschaft. Ich habe auch noch nie an einer Chevruta teilgenommen und wir lernen das unter anderem von anderen, die hier am Tisch sitzen und die die Erfahrung schon haben. Und Lernen ist auch genau das Stichwort. Es geht eben bei diesem Format ums gemeinsame Lernen, ums Lernen in Freundschaft. Und damit das funktioniert, haben wir einerseits eine Diskussion hier am Tisch, aber es ist gemeint, dass wirklich alle, die hier im Raum sind, auch Teil der Diskussion sein können, wenn sie sich das wünschen. Und darum gibt es hier 1, 2, 3 freie Plätze am Tisch und Sie können sich gerne jederzeit dazusetzen, Fragen stellen, Kommentare machen. Sie sind genauso Teil dieses Gesprächs wie die hier vorne am Tisch sitzen. Ich glaube, dass das Format der Chevruta in gewisser Weise ideal ist, um über Friedrich Brenners Ausstellung zu sprechen, denn diese Ausstellung, die ist schon fast so etwas wie ein andauerndes, ein fortdauerndes, ein nicht enden wollendes Gespräch. Friedrich Brenner hat zur Vorbereitung seiner Porträts lange diskutiert und ich glaube, jeder der Porträtierten, die hier mit am Tisch sitzt, erinnert sich daran, dass das nicht einfach ein Fototermin ist, sondern dass dem lange Gespräche vorweggegangen sind. Und dieser Dialog führt dann in den Moment, wo das Foto tatsächlich gemacht wird. Und in dem Augenblick ist natürlich der Fotograf erstmal derjenige, der die Fäden in der Hand hält. Nicht in dem Augenblick kann er die Perspektive bestimmen. Aber durch dieses Begleitprogramm sind wir jetzt in der schönen und seltenen Situation, dass das Gespräch über den Akt des Fotografierens hinaus weitergehen kann und dass die Fotos sozusagen zurücksprechen können und dadurch sich der Dialog auch fortsetzt, und zwar nicht nur zwischen den Porträtierten und dem Fotografen, sondern auch unter den Porträtierten und der Porträtierten mit weiteren Teilnehmern. Das ist ein bisschen die Idee dieses Begleitprogramms, die Bilder sprechen zurück. Die Ausstellung, wenn Sie sie gesehen haben, ist Ihnen das bewusst, hat natürlich eine Vielzahl von Leitmotiven und Gedanken, Thesen, Fragen, und wir können heute Abend sicherlich nicht alle behandeln. Es gibt auch weitere Veranstaltungen in dieser Reihe, wo wir dann darauf zurückkommen werden. Und für diese Eröffnung haben wir uns das Thema Ort-Gedächtnis vorgestellt, was eine zentrale Rolle in der Ausstellung spielt. In vielen der Porträts geht es einerseits um die Dargestellten und andererseits aber auch um den Ort, an dem sie dargestellt sind. Und eines, für das das in besonderer Weise gilt, ist das Porträt, was Sie hinter mir sehen, das gleich eingeblendet wird. Ich sage mal noch nicht, wer das ist, denn das werden wir gleich noch erfahren. Aber es ist, und ich glaube, man merkt das ohne auch nur ein Detail der Hintergrundgeschichte dieses Bildes zu kennen, eine sehr starke emotionale Verbindung von einem Ort, einem Gefühl und womöglich einer Erinnerung. Und darum schlage ich vor, wir stellen das Bild an den Anfang, und ich würde gerne eine erste Runde mit den Porträtierten, die heute unsere Gäste sind, über dieses Bild bestreiten. Kurz möchte ich sie Ihnen vorstellen. Zu meiner Linken sitzt Barbara Steiner. Sie ist Therapeutin, vor allen Dingen für Paartherapie und Sexualtherapie, aber sie hat auch einen wissenschaftlichen Hintergrund, eine wissenschaftliche Vergangenheit mit einer Dissertation über Konversion zum Judentum. Ein wichtiges Buch, was auch Friedrich in seiner Arbeit, Vorbereitung der Ausstellung sehr beschäftigt hat. Zu meiner Rechten Dekel Peretz.
wissenschaftlicher Mitarbeiter am Max-Weber-Institut für Soziologie in Heidelberg, betreibt dort ein Projekt über muslimisch-jüdische Begegnungen, forscht aber auch über Zionismus und insbesondere über Franz Oppenheimer. Darüber hinaus ist er Vorsitzender des Vereins Jüdisches Zentrum in der Synagoge Frenkelufer. Dann Yamima Haddad sitzt mir gegenüber, ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der School of Jewish Theology an der Universität Potsdam und hat breit publiziert, vor allen Dingen zum jüdischen Aktivismus und auch zu Martin Buber, der zu ihren Spezialgebieten gehört, und schließlich Nathanael Olhöft. Er ist ein Kollege, kann man sagen, von Yamima Haddad, auch an der School for Jewish Theology, aber gleichzeitig auch im letzten Jahr zum Rabbiner ordiniert worden in der Synagoge, deren Vereinsvorsitzender Dicke Peretz ist. Und insofern stellen sich schon einige Verbindungen hier zwischen den Teilnehmenden dar. Mehr möchte ich gar nicht sagen und ich würde vielleicht dich, Barbara, bitten, mit einem Blick auf das Bild einen Anfangsgedanken zu formulieren, von dem wir uns dann weiterhangeln können. Tja, danke für die nette Vorstellung erstmal. Zu dem Bild habe ich eigentlich eine Anekdote, das fällt mir als erstes ein. Als endlich das Buch dann erschienen ist von Friedrich, habe ich das mit nach Hause genommen nach der Ausstellungseröffnung und am nächsten Morgen hat das meine kleine Tochter angeguckt und hat das durchgeblättert und dann stolperte sie genau über dieses Bild. Und dann sagte sie, aber wenn das ganze Projekt irgendwie über Berlin ist, warum fotografiert er dann das Bolschoi? Und das Lustige war, ich habe es noch jemand anderen gezeigt, der hat auf dieses Foto genau die gleiche Antwort gehabt. Hä? Das Bolschoi? Vielleicht gibt uns das schon einen Hinweis irgendwie, in welche Richtung das gehen könnte. Ja, ich habe mir Gedanken gemacht, was ich natürlich hier vortragen könnte. Also wir wurden ja um ein Statement gebeten und wie du gesagt hast, ich bin Historikerin und Therapeutin und zum Klischee des Therapeutenberufes gehört, dass diese bekanntermaßen gerne zur Verfügung stellen, was in ihnen durch die Betrachtung von was auch immer, also hier Texte und Bilder, ausgelöst wurde. Weil ich das am besten kann, habe ich mir gedacht, mache ich das heute Abend auch so. Ich klacke irgendwie, gell? Was ist denn das? Also, ich versuche es nochmal. Nachdem ich als Ausstellungsobjekt zu diesem Thema eingeteilt wurde, bekam ich wie alle 3 unterschiedliche Texte, die als Klassiker gelten, und ein Bild zugeschickt. 2 der Texte habe ich vor 25 Jahren schon einmal gelesen, als ich noch alles Kulturhistorische wahnsinnig aufregend und tiefsinnig fand. Die Texte kreisen nach meinem Verständnis im Kern um 3 Probleme. Erstens, warum wurden in einer bestimmten Epoche der jüdischen Geschichte keine größeren Versuche einer Historiographie unternommen? Zweitens, woran kann sich Gedächtnis binden und wie steht es in Beziehung zur Geschichte? Der 3. Text, der von mir sehr geschätzten Barbara Honigmann, ist ein Beispiel für Strategien der Aneignung von Geschichte, die Interpretation des eigenen Leidens im Rahmen einer ausgewählten historischen Erfahrung. Hier geht es um die Parallelitäten einer Freiheitssehnsucht, die die Jüdinnen in der DDR mit den Israeliten in Ägypten angesichts eines Sederabends in Verbindung bringt. Was soll und kann also angesichts der Texte, die an sich schon zu historisieren wären, an diesem Abend Neues entstehen, habe ich mich gefragt. Bei mir regte sich zunehmender Widerstand gegen die Inszenierung einer Makom-Zachor-Textdiskussion, die innerhalb eines jüdischen Kontextes gern erwartet wird. Kurz und böse gesagt, ich stellte mich auf einen weiteren Folkloreabend zur jüdischen Geschichte und Praxis in Deutschland nach 1945 ein. Staging Jewishness, gut eingeübt und ritualisiert. Und mir ist natürlich klar, dass genau das auch die Aufgabe eines jüdischen Museums ist. In meiner Rolle als Historikerin könnte ich mich eigentlich also leicht darauf einschwingen und im Rahmen einer Textdiskussion über Historiographie und Gedächtnisorte sprechen. Ich könnte ausgehend vom Text darauf verweisen, wie toll sich Deutschland nach 1945 seiner Geschichte angenommen hat, welche großartigen Orte der Erinnerung gebaut und zur Verfügung gestellt wurden und die man betrachten, auf die man sich beziehen und sich auch aneignen kann. Sie müssen schließlich gepflegt, mit neuen Ideen, immer wieder aufgefüllt und bei Gelegenheit eben auch abgestaubt werden. Ich könnte darüber sprechen, wie wunderbar sich das Judentum in Deutschland seit den 1990er Jahren zur Freude aller weiterentwickelt, wie es trotz der Widrigkeiten gelungen ist, neue Orte des Judentums und des Jüdischen zu schaffen. Dazu habe ich aber keine Lust und schon gar keine Geduld, mit der ich sowieso nicht so ausgestattet bin.
Diese Erzählungen haben nur ein Ziel, meiner Meinung nach, die Befriedigung narzisstischer Bedürfnisse der sich darum bemühenden Akteure. Metaebene hin oder her, Historiografie ist und bleibt meiner Meinung nach vor allem auch ein narzisstisches Projekt. Insofern waren die Rabbiner der talmudischen Zeit in meinen Augen nicht nur weise, sondern auch weitsichtig. Sie haben damals gewusst, dass die Menschen zu einfältig und zu egoistisch sind, um etwas aus der Vergangenheit für die Zukunft zu lernen. Es machte daher eben keinen Sinn, historische Erfahrungen im großen Stil aufzuschreiben oder vielleicht noch ein Denkmal, zum Beispiel für die anstrengenden 40 Jahre in der Wüste zu bauen. Die einzige Chance für die Bewahrung einer Erfahrung sahen sie also darin, zu versuchen, sich auf ein Sinnsystem der Handlungen zu verständigen. Nora und Yerushalmi beziehen sich auch darauf, dass möglichst wenig Schaden anrichten sollte. So wollten sie sich selbst und damit auch ein Stück weit die Welt durch den Tag bringen, bis vielleicht doch noch irgendwann messianische Zeiten anbrechen. Würde das gelingen, wäre vielleicht viel erreicht, so vermutlich die Überlegungen, die meine volle Sympathie haben. Ich möchte also hier eher in meiner Rolle der systemischen Therapeutin zur Verfügung stehen. Wahrheiten und Gewissheiten gibt es bei mir nicht, sondern bestenfalls nur Konstruktionen von Wirklichkeiten, von Geschichte, von Erfahrungen, von Erinnerungen, wie sie sich im jeweiligen Moment und Kontext gerade zeigen oder abbilden und deren Bedeutungen und Funktionen spätestens bei Ankunft in meinem Büro offiziell von Klienten in Frage gestellt werden. Da ich mich viel, manchmal sogar vor allem mit Trauma beschäftige, habe ich es oft auch mit Menschen zu tun, die in ihrer Vergangenheit durch andere so beschädigt wurden, dass diese Erfahrung eine Gegenwart, geschweige denn Zukunft unmöglich zu machen scheint. Sie werden von ihren Erinnerungen, von ihrer eigenen Geschichte regelmäßig auf eine dramatische Weise unkontrollierbar heimgesucht und überrollt. Eine Idee, wie es sein könnte, nur ein wenig unbeschwerter weiterzuleben, scheint oft kaum denkbar. Diese Klienten sind in Vergangenheiten und der Gegenwart zugleich unterwegs und können oft nicht unterscheiden, in welchem Time-Loop sie gerade gefangen sind. Sie müssen mühsam lernen, diese ungewollten Prozesse zu kontrollieren, um langsam zu einer Erzählung über die Vergangenheit zu kommen, die ein sicheres, angstfreies Ankommen in der Gegenwart möglich machen könnte. Der menschliche Körper ist es, der Erfahrungen einliest, sie speichert und nach außen abbildet. Für mich ist daher der Mensch als Träger von Erinnerung und Gedächtnis, als Repräsentant von Geschichte der einzig mögliche Ort, der im Fokus stehen sollte. Man kann lernen, diese Erfahrungen abzulesen. Dafür müsste die Beziehungsdimension in den Vordergrund gerückt werden, was wiederum die Bereitschaft voraussetzt, sich dem Leiden anderer zuzuwenden und auszusetzen, das heißt nicht wegzuschauen. Wir sind alle der verkörperte Schrecken unserer Erfahrungen, die Mahnmale unserer Geschichte. Es ist aber leichter, sich mit irgendwelchen vorkonstruierten Erinnerungsorten, Denkmälern aus Stein oder musealen Inhalten auseinanderzusetzen, als sich selbst im Kleinen in der Begegnung im anderen Menschen zu sehen, zu verstehen und auszuhalten. Und hier schließt sich für mich der Kreis zu Frederiks Arbeiten, die hier zu sehen sind. Er stellt sich in ähnlicher Weise wie ein Therapeut als Resonanzkörper seinem Gegenüber, das er eventuell porträtieren möchte, zur Verfügung. Ich unterstelle ihm, dass er dabei die Rolle des empathischen Zeugen aktiv aussucht, ohne diese vielleicht zu kennen. Es ist die Rolle, die ein Therapeut einnimmt. Empathisches Begleiten bei gleichzeitiger Wahrung der Distanz, um dem Gegenüber Raum zu geben, in der Begegnung bleiben zu können. Deswegen wollen die Fotografien als Dokumente der Zeugenschaft von Begegnung eben nicht der üblichen rituellen Inszenierung, die in Deutschland schon viel Betroffenheitsschund hervorgebracht hat. Die Arbeiten leben von der Beziehungsdimension und werden ausschließlich dadurch dem auch auf Universalität zielenden Anspruch, die Beschädigung von Menschen in und durch Geschichte sichtbar zu machen, gerecht. Mehr habe ich eigentlich schon nicht zu sagen. Da bin ich mir gar nicht so sicher. Ich glaube, da sind so viele Ansätze drin. Und dir zuhörend habe ich auch gedacht, schon während du sprachst, ist die Gefahr von Folklore um ein ganzes Stückchen geringer geworden. Da bin ich ganz froh auch. Es war mir ein Anliegen. Das weiß ich sehr zu schätzen, das wissen wir alle sehr zu schätzen. Und auch deine starke Gegenthese, dass es so etwas wie einen Erinnerungsort in einer auf den Menschen zentrierten Sichtweise eigentlich gar nicht geben kann, nehme ich als These mit für unser spätiges Gespräch. Aber hören wir erstmal Dike Peretz. Ja, ich fange mit der auserwählten Bild hinter uns an. Und wenn ich dieses Bild anschaue und jetzt nicht weiß, woher sie kommt und was sie ausdrücken will und denke, okay, was für ein Hashtag ich darauf jetzt stellen würde, dann würde ich da eventuell der Hashtag Kultur stirbt
stellen. Und damit will ich eigentlich sagen, dass es wichtig ist, in welche dass Räume oder Orte oder Objekte eigentlich keine Bedeutung haben ohne die Betrachtenden und das Gedächtnis der Betrachtenden. Und ich finde, dass ich habe ein Zitat in dem Text von Pierre Nora von Maurice Havak sehr gemocht, und das war, dass es eigentlich so viel Gedächtnisse gibt, wie es Menschengruppen auch gibt. Und damit will ich in ein anderes Bild übersteigen, und das ist eigentlich das Bild der Bet Midrash, der in der Einladung zu diesen heutigen Veranstaltungen war. Und es wäre schön, wenn das da auch gezeigt werden kann, damit wir das besprechen können. Und ich habe mich gefragt, warum wurde dieses Bild auserwählt aus allen Bildern? Und es wäre vielleicht interessant, wenn später in der zweite Teil, wo Leute kommen, ich vielleicht mehr darüber erfahren kann, wieso dieses Bild. Ich musste da sitzen und mir eigene Gedanken dazu machen. Und ich fand, dass das Bild auch diese Funktion eines Museums, vor allem ein jüdisches Museum in einer Stadt wie Berlin oder in jeder andere Stadt, die eventuell nicht Israel ist, eine Vermittlungsfunktion hat zwischen verschiedenen Gedächtnissen der Vergangenheit. Das ist das Bild mit der Taube, mit die Einladungsbild, also nicht dieses Bild mit den Rahmen. Genau, ein Museum hat diese Funktion der Vermittlung zwischen verschiedenen Gedächtnissen, genau, zwischen verschiedenen Perspektiven. Und ich fand, dass dieses Bild auch diesen Vermittlungsversuch sehr stark ausdrückt, weil andererseits sehen wir hier ein Bet Midrash und wir fragen uns, wo ist dieses Bet Midrash? Ein Bet Midrash könnte eigentlich überall sein, aber würde ein Bet Midrash in Jerusalem tatsächlich so aussehen? Und wir wissen, dass das eigentlich ein Bet Midrash in Berlin ist. Und die Frage ist, was macht es eigentlich zu einem Berlin Bet Midrash oder ein Humboldt Bet Midrash, wie Elad Lapidot in der Begleitungstext des Katalogs auch schreibt. Und wie sieht eigentlich diese Vermittlung denn aus? Und ich dachte, ich habe ein paar Bücher auch vor mir vorgelegt, damit wir auch dieses authentische Bet Midrash Chavruta Gefühl haben, Texte zwischen verschiedenen Texten jonglieren. Und wenn wir dieses Bild anschauen, wir sehen, da ist im Hintergrund ein Text auf Hebräisch aus der Talmud, aus einem Traktat, der heißt Avodah Zarah, fremde Arbeit oder Götzendienst. Und damit drückt schon dieses Bild eine gewisse Fremdheit. Oder eine Fremdheit, der aus diesem Gedächtnis kommt, aus dieser Fremdheit des Orts innerhalb eines anderen Orts. Und natürlich sieht man die Leute herum, sie gucken, sie lernen und ignorieren das, was eigentlich in der Mitte passiert. Und was passiert da? Wir haben da eine Hinterfragung des Konzepts der Chavruta. Und wie wir in der Einleitung gehört haben, der Chavruta ist ein Konzept, wo zwei Leute lernen zusammen und sie sind eigentlich nur in dieser Begegnung, wie die Arbeiten von Friedrich eigentlich aufgebaut waren. Sie waren Chavruta nach Chavruta nach Chavruta, die Friedrich in diese Bet Midrash namens Berlin geführt hat, außerhalb diesen Örtlichkeit. Die Örtlichkeit war eigentlich Berlin, die zu diesen Momentaufnahmen geführt haben. Und damit fand ich, dass die Chavruta-Konzept, die er vielleicht in Berlin gesehen hat, oder dieser Versuch, dieses Chavruta-Konzept in eine Vermittlung zu stellen, hinterfragt hat. Und was wir in der Mitte sehen, ist da zwei Menschen. Wir merken, alle Menschen sitzen nebeneinander. Hier sehen wir einen Mensch auf dem anderen. Und das bezieht sich auf einen Text von der Avodah Zarah 10a und auf eine Geschichte, wo Rabbi, so hieß er, der Urrabbiner quasi, oder damals waren sie alle Rabbiner, Rabbi in der Talmud, was das heißt, vielleicht heute ist eine andere Frage. Und da gab es auch der römische Herrscher Antonius. Und sie haben ein Gespräch geführt, quasi kann man sagen, ob das ein Chavruta war oder nicht, ist eine andere Frage, aber sie haben dieses Gespräch geführt, sie haben versucht, zwischen der römischen Welt und der jüdischen Welt zu vermitteln. Zwischen diese zwei Gedächtnisse
Perspektiven zu irgendwas, zu einem gemeinsamen Ort zu finden. Und dann sagt mal Antonius zu Rabbi, und ich lese das auf Englisch, ich hoffe, das ist okay, das ist, als ob ich aus der Talmud lese, das ist auch auf Aramäisch geschrieben, das ist die Englisch der Zeit. Antonius said to Rabbi, "It is my desire that my son Asverus should succeed me as a ruler and that Tiberias should be declared a free city. If I submit one of these requests to the Roman authorities, they will grant it, but they will not grant both." Rabbi brought a man and had him ride on the shoulders of his fellow. He put a dove in the hand of the upper one and said to the lower one, "Tell the upper one to let the dove fly from his hand." Kurz auf Deutsch, er kam zu dieser mächtigen Hand und sagte, er wollte, dass Tiberias frei wird, und der meinte, ich habe auch diesen Wunsch, dass Tiberias frei wird. Habe ich aber auch noch einen anderen Wunsch. Ich möchte, dass mein Sohn mich erbt. Ein persönlicher Wunsch, der eigentlich der Wunsch der anderen widerspricht. Und er meinte, ich kann aber noch einen dieser Wünsche. Sag mir. Er hat so getan, als ob er ihn gefragt, aber Rabbi wusste, das ist keine Frage, das ist nur ein Performance von einer Frage. Und dann hat der andere Mann, saß auf seine Schulter, er drückt diese Hierarchie jetzt aus zwischen den beiden, und hat der Mann oben gesagt, lass diese Taube, die wäre auch als ein Symbol der Versöhnung, dieses Versuch, diese zwei Welten zusammenzubringen, lass ihn frei. Das ist, was wir jetzt in diesem Bild sehen. Ich will das aber mit einer anderen Talmudstelle verbinden, denn wir in diesem Yerushalmi-Text finden. Und da ist auch, das ist auf der Seite 35, 36, das ist zum Glück auf ein anderer Aramäisch, ein späterer Aramäisch-Deutsch. Und da ist die Geschichte von der Jakobsleiter auf eine andere Art und Weise, wo die Könige der Welt nach oben steigen. Und jeder steigt weiter nach oben als die andere. Schließlich kommt der König von Edom, und Edom ist auch das Symbol des Christentums. Europa, wenn man so will. Und der steigt, ich lese das jetzt vor, der steigt bis nach oben. Und er setzt sich da oben er steigt ganz nach oben, ich lese noch die letzte Zeile. Jakob hat Angst, er sagt Gott, was passiert, wenn ich bis nach oben komme? Was passiert mit mir? Und er antwortet, wenn du auch in der Höhe fuhrst wie ein Adler und machst dein Nest zwischen den Sternen, dennoch will ich dich von dort herunterstützen. Und ich möchte diese zwei Texte verknüpfen, weil wir in beiden ein Bild von einem Vogel haben. Und in einem Bild haben wir den Adler, und hier kommen wir wieder zu Bilder als Gedächtnisformen. Bilder sind auch eine Form des Ortes. Sie sind ein Rahmen, die mit sich ganz viel Inhalt vermittelt. Und der Adler und Taube können nicht so weit voneinander sein in unseren Bildern, vor allem wenn wir denken auf Europa, die Symbolik von Adler, von Macht, von Macht in dem Ort, an dem diese Bet Midrash findet, und dieser Versuch dieses Adlers in diesem Bet Midrash zu einer Taube zu werden. Ja, also Chavruta kann Folklore sein, Chavruta im Jüdischen Museum kann Folklore sein, Chavruta in der Humboldt kann subversiv sein, Erinnerungsorte können unnötig sein, weil nur in Menschenerinnerung stattfindet, Erinnerungsorte können Projektionen sein von menschlichen Empfindungen und Erinnerungen, und die können sich aber auch in Bildern oder Symbolen, von denen du gesprochen hast, niederschlagen. Also das reichert sich an, während wir sprechen, und darum geht es gleich weiter. Und ich würde Yamima bitten als nächstes. Hallo, danke. Danke für die Einladung. Ich habe meine Reflexion gemacht über die Foto tatsächlich durch die Texte. Ich habe versucht zu überlegen, wie diese Foto symboliert
das ganze Ausstellung und Werk auch. Das Gedächtnis klammert sich an Orte wie die Geschichte an Ereignisse, behauptete Pierre Nora. Unsere Chavruta heute geht um das Thema Ortgedächtnis, Place Memory, in Bezug auf die Ausstellung von Frederik Brenner Zerheilt und besonders im Blick aus dem Foto, die vor uns fragen wir uns, was ist der Beziehung zwischen Gedächtnis und Ort, zwischen Geschichte und Ereignis, zwischen dem Ort Berlin und dem Gedächtnis der Juden in Berlin heutzutage, zwischen Berlin als Ort und seinen geschichtlichen Ereignissen. An Gedächtnisort in Deutschland zu denken, hat immer zu tun mit dem Holocaust. Wir können die jüdischen Geschichte in Deutschland nicht gedenken ohne die Erinnerung an die Shoah. Das Wort, das am meisten mit dem Gedächtnis dem Holocaust identifiziert wird, ist das Wort Izkor. Izkor bedeutet, möge Gott sich erinnern und stammt von dem hebräischen Wurzel Zachor. Zachor bedeutet auf Hebräisch, erinnere dich. Es ist auch das Wort des Gebetes Zachor. Aber was sollen wir erinnern und wie? Josef Yerushalmi betont die selektive Natur unseres Erinnerns und Notwendigkeit des Historikers, nach einem selektiven Prinzip über Erinnern und Vergessen zu entscheiden. Ein Kriterium, mit anderen Worten, zu entscheiden, was und wie viel erinnert oder vergessen werden soll. Leider, so steht er fest, kann der Historiker im Gegensatz zu dem Autoren der Heilgeschichte uns nicht sagen, was vergessen werden soll und was man sich merken sollte. Und diese Frage hat auch mit der größeren Frage zu tun. Wie können wir die jüdische Geschichte überhaupt denken und erzählen? Michael Brenner reflektiert in seinem Buch Propheten des Vergangenen über den Versuch des 19. und 20. Jahrhunderts, eine jüdische Geschichte zu schreiben. Die jüdische Geschichte in Aschkenaz vor allem wurde bei Heinrich Gratz, Isaac Jost und anderen Mitgliedern der Wissenschaft des Judentums zu einer History of Suffering. Dies wurde nun Salo Baron und Cecil Roth in Frage gestellt, denn sie wollten eine jüdische Geschichte ohne Tränen schreiben. Jüdische Geschichte, behaupteten sie, ist mehr als eine Geschichte von Opfern. Die Lachrymose-Geschichte hat nur die Verfolgung betont. Das jüdische Martyrium, ohne die optimistische Seite der Emanzipation und eine jüdische Geist der Fröhlichkeit und Freude zu erkennen und damit auch der jüdischen Beitrag zur Zivilisation. Die Shoah hat freilich diese Debatte entschieden. Ich zitiere Michael Brenner. Es war Barons Tragedie, gerade zu einer Zeit mit mehr Leiden verursachte als jede frühere Zeit, der Auffassung der jüdischen Geschichte als einer des Leidens entgegentreten zu wollen. Auf Englisch, it was his tragedy, Baron's tragedy, to have sought to oppose the conception of Jewish history as one of suffering, precisely
at a time that produced more suffering than any earlier period. Wir stehen heute an der Tür dieser Debatte. Dürfen wir heute nach dem Holocaust die Geschichte des neuen jüdischen Lebens in Berlin als optimistisch erfahren? Dürfen wir selber optimistisch sein? Dürfen unsere Gedächtnisse in diesem Ort mehr als lachrymose Gedächtnisse sein? Was heißt es, als Jude in Deutschland in der heutigen Zeit zu leben? Durch die Ausstellung Zerheilt versucht Brenner, das Geheimnis des Lebens nach dem Holocaust zu erläutern. Brenners Fotos sind etwas melancholisch und trotzdem lebendig. Sie sind, wie das Wort Paul Celans eben sagt, zerheilt. Nicht verheilt wie eine Wunde, sondern immer noch im Stück zerrissen, fragmentarisch und trotzdem irgendwie auch im Heilen. Das Wort zerheilt gibt uns genau die Unlösbarkeit von Vergessen und Erinnern. Es beschreibt das Paradox der jüdischen Geschichte. Yerushalmi argumentiert, dass Erneuerung zur inneren Logik des Judentums gehört. Denn das Erinnern erfordert ein ständiges Wiedererlernen der Tora. Eine Erneuerung also der innersten Identität. Die Möglichkeit, sich zu erneuern, ist der wichtigste Aspekt der Erinnerung. Zwischen der Geschichte der Martyrologie und der gegenlacrimosen Tendenz in der jüdischen Geschichte steht noch die Pflicht von Zachor, die Pflicht des Erinnerns, die sowohl Trauer als auch Freude sein kann. Jeder kämpft mit dem Gebot Zachor. Orthodoxen, Reformenjuden, Aktivisten, Künstlern, Dichtern, Juden aschkenasischer Herkunft und Juden von nicht aschkenasischer Herkunft, sephardisch oder jüdisch-arabisch. Jeder interpretiert sein Verständnis von Zachor. Und obwohl nicht alle dasselbe Gedächtnis teilen, so tragen sie doch alle die erinnernde Geschichte in die Gegenwart. Friedrich Brenner versucht, keine selbstbewusste jüdische Diaspora zu porträtieren, sondern eine immer noch unsichere, von Erinnerung verletzte, eine zerheilte. Die Geschichte der Tränen gehört dazu. Im Foto, das wir vor uns haben, drückt sich meiner Meinung nach dieses Drama unserer Zeit aus. Das heißt, die Frage, welche Erfahrung dürfen wir haben und welche Geschichte dürfen wir schreiben? Diese Frage steht gewissermaßen auf der leeren Bühne vor einem leeren Publikum und wartet. Durch dieses Drama, wie Friedrich Brenner schreibt in der Exposé des Buches, ist, ich zitiere, ist Berlin zu einem weiteren Laboratorium für den neuen Juden geworden. Ja, vielen Dank. Und noch weitere Aspekte, denn einerseits haben wir durch dich darüber nachgedacht, dass eben nicht nur Menschen denken, sondern sagt, auch Gott erinnert sich. Und wir müssen uns fragen, welche Rolle er spielt. Und darüber hinaus bist du, von denen bisher gesprochen haben, diejenige, die Erinnern als einen kollektiven Vorgang aufgefasst hat, während die beiden anderen bisher stark auf die individuelle Erinnerung eingegangen sind. Und das wird eine Spannung sein, auf die wir
nochmal zurückkommen können. Vielen Dank und Nathanael, wenn du auch was sagen könntest. Ja, genau, vielen Dank. Weil ich der Letzte bin, werde ich mal versuchen, das schon ins Gespräch überzuleiten, damit wir dazu kommen, dass die Leute sich an den Tisch setzen und mitdiskutieren. Und zwar würde ich gerne direkt eigentlich an Deckel anschließen und auch an die 3 Bilder, die er uns gezeigt hat von Frédéric. Und wir können ja mal mit dem Bild gleich anfangen. Und zwar gebe ich einfach mal die Assoziationswolken, die mir aus dem Gedächtnis aufgestiegen sind, als ich dieses Bild zum ersten Mal gesehen habe und erstmal noch gar nicht so genau wusste, worum es ging und nur das Wort zerheilt darüber gesehen habe. Und zwar, wenn ich mich nicht irre, sehen wir da die komische Oper. Und die komische Oper ist für mich interessant, weil der Innenraum ja vollständig erhalten ist. Das heißt, es gibt so eine Art späte Barock- oder neobarocken Innenraum, der sozusagen sehr an große Narrative der Vergangenheit oder ich weiß nicht anschließt. Und der ganze äußere Teil des Gebäudes wurde im Krieg beschädigt, dann später abgetragen, ausgetauscht. Das heißt, dieses Gebäude selbst ist eigentlich, wenn man so will, zerheilt in einer gewissen Form. Genau andersrum eigentlich wie als das Humboldt-Forum, nicht, wo ja der Kern fehlt und dann von außen andere alte Wände rangesetzt wurden. Das fand ich schon mal interessant. Aber jetzt, da es ja auch dann bei Frédérics fotografischem Essay um jüdische Zerheilung mit der deutschen Kultur gehen soll und auch weil ich die Person kenne, die dort also sitzt in diesem Innenraum, war dann mein zweiter Gedanke, dass es hier vielleicht noch um was Tieferes geht. Und das Schlagwort, das mir dann so ins Gedächtnis kam, war das im 19. und frühen 20. Jahrhundert übliche Wort der deutsch-jüdischen Symbiose, die nach Gershom Scholem nach der Shoah ja bekanntlich gescheitert ist oder in der Shoah gescheitert ist. Das heißt, das liberale Judentum des 19. Jahrhunderts wollte sich ja sehr stark mit dem deutschen Bildungsbürgertum verbinden und da eine eigene Identität herausgewinnen. Und jetzt sehen wir also 80 Jahre, nachdem diese Träume alle weg sind, einen Juden in der komischen Oper, die so eine Geschichte hat, alleine und weinen. Zumindest sieht das für mich so aus, als würde er da trauern. Und das Weinen assoziiert dann natürlich für mich auch gleich Eicha, also die Klagelieder des Tanachs, wo die Stadt Jerusalem alleine sitzt und darüber weint, dass alle anderen Völker sie verlassen haben, mit denen sie gerne was zu tun haben wollte und sie jetzt aber zurückbleibt in der Asche und prächtige Asche hier und weint. Und wenn ich das so, jetzt habe ich schon viel gesagt, aber wenn ich das noch weiterziehen darf auf die anderen Bilder, das Bild, das kurz eingeblendet wurde, das Deckel auch angesprochen hatte mit den Bilderrahmen, in dem Olaf Lemke Bilderrahmen in Schöneberg ist das, glaube ich, mit den leeren Rahmen, das fand ich, das hat so eine ähnliche Tendenz irgendwie ausdrückend. Das heißt, zufällig kenne ich auch den Laden, das heißt, ich weiß, dass diese Bilderrahmen alle aus dem 16. Jahrhundert stammen, teilweise älter, teilweise neuer, oft aus Spanien. Wenn sie nun aus dem 15. stammen, dann assoziiert das auch die Vertreibung der Juden aus Spanien, wo also ebenfalls so eine kulturelle Symbiose oder so ein Höhepunkt untergegangen ist, sehr gewalttätig. Und diese spanischen Bilderrahmen, die wir da sehen, zeigen also auch, okay, da ist irgendwie etwas geblieben, aber die Bilder sind nicht mehr da, der Inhalt ist weg. Man guckt in die Vergangenheit und die Vergangenheit ist leer. Oder man guckt in die Zukunft und hat die Vergangenheit hinter sich und dann ist die Vergangenheit ein bisschen voller und die Zukunft leer. Aber auf jeden Fall geht das für mich so in dieselbe Richtung und vielleicht können wir gleich noch da andere Stimmen zu hören. Und nur um das kurz abzuschließen, das dritte Bild, das Deckel auch aufgerufen hat, das von Elads Beit Midrash hier in Berlin. Da habe ich auch wegen der Geschichte, die an der Tafel stand, auf die hat Elad ja auch im Katalog direkt Bezug genommen von Antoninus und Rebbi, also von Rabbi Judah Nassi, dem Vorsitzenden des Sanhedrin, des großen jüdischen Gerichtes in der Antike im 2. Jahrhundert, vielleicht auch im frühen 3., je nachdem, wie man es datiert, und dem römischen Kaiser. Und tatsächlich gibt es in der talmudischen Literatur ja sehr viele Anekdoten zu den Gesprächen, die beiden miteinander geführt haben sollen. Was interessant ist, denn normalerweise ist der talmudische oder der rabbinische Ansatz immer ein sehr, sehr romkritischer und ablehnender gewesen. Es gibt so eine Aussage im Traktat Megillah auch, also einem der talmudischen Traktate. Da heißt es gibt einen Vers im Propheten Ezechiel, Jechezkel, der heißt Imalach Choravah. Das heißt, und die Weisen deuten das, ich werde durch die Zerstörung der anderen gefüllt.
Und die talmudischen Weisen haben erklärt, dass das bedeutet, dass wenn Jerusalem steht, Rom zerstört ist und wenn Rom steht, Jerusalem zerstört ist und es nicht sein kann, dass beide zusammen existieren, weil sie diametral einander entgegengesetzt sind. Also die jüdische Zivilisation auf der einen Seite und die römische Zivilisation auf der anderen Seite. Und diese Geschichten von Rebbe und Antoninus zeigen eigentlich so ein bisschen oder eröffnen eine andere Perspektive. Also wir sehen die beiden immer, wie sie zusammen essen, wie sie teilweise sich umarmen, küssen auch in einer Szene und darüber sprechen, ja, über die Welt und alles Mögliche. Und hier eröffnen die talmudischen Weisen vielleicht den Blick mit der Hoffnung, dass es doch so eine Art Zusammenkommen von Römertum und Judentum in ihrer Zeit hätte geben können. Besonders krass, sage ich mal, wird das dadurch ausgedrückt, dass ein Vers, der über Rivka, über Rebekka, eine der Stammmütter des jüdischen Volkes, geschrieben steht, dass sie, als sie mit den beiden Zwillingen Esav und Jakob schwanger war, dass die Weisen gedeutet haben, hier steht, statt des Wortes Goyim, also des Wortes Völker, das dort stand in einem Vers, ist es anders geschrieben, in der Tora steht Geim, das heißt 2 Würdenträger, 2 wichtige Leute, seien im Bauch von Rivka vor der Geburt, war das so als Prophezeiung gegeben. Und die Weisen haben gleich gedeutet, diese beiden Würdenträger sind also Antoninus der Kaiser und Rabbi Judah Hanassi, die beide die Muttermilch von Rivka trinken und Geschwister sind, Zwillinge sind, die gemeinsam in die Welt kommen und dann aber durch diese Assoziation mit Esav und Jakob also in ihrer Lebensgeschichte sich zerstreiten, dann einander hassen und Esav versucht Jakob umzubringen, Jakob wird verfolgt von Esav und am Ende kommt es zu einer halbherzigen Versöhnung, je nachdem wie man es liest, eine echte, volle Versöhnung oder nur so eine zerheilte Versöhnung, aber auf jeden Fall kommen sie irgendwie wieder zusammen und genau, deswegen habe ich dann also hier das damit reingelesen und wenn wir das also in diesem Berlin-Kontext haben, dann sind hier nicht nur die römische und die jüdische Kultur, sondern auch die deutsche und die jüdische Kultur zusammengekommen in einem Zerheilungsprozess. Und durch das gemeinsame Lernen, was wir jetzt auch hier machen und was dort also gemacht wird, das Lernen ist ja eigentlich der Hauptinhalt des Judentums, das stetige Lernen. Das heißt, diese leeren Bilderrahmen, die wir vorher gesehen haben, die jetzt hier vielleicht noch überall sind, können wieder gefüllt werden dadurch, dass man sich den Inhalten des Judentums zuwendet. Also Strukturen gibt es ja schon, jetzt müssen sie mit Inhalten gefüllt werden. Das heißt, durch das Chavruta-Lernen, durch das Lernen des Talmuds und der klassischen jüdischen Literatur kann also da wieder vielleicht was entstehen und diese Narben dann irgendwann mal verschwinden oder auch nicht. Ja, vielen Dank. Und was ich beim Zuhören jetzt interessant fand, dass bei dir Orte nochmal ein Stück anders vorkamen, denn so wie du zum Beispiel über diesen Bühnenraum gesprochen hast und auch über andere Orte, gibt es doch sowas wie ein etwas physisch Vorgefundenes. Also der Raum ist nicht die reine Projektion dessen, der ihn betrachtet, sondern es gibt in dem Raum, so wie er betrachtet wird, vielleicht doch so etwas wie eine physische Gestalt, vielleicht auch eine historische Gestalt, eine Gewordenheit, sodass die Rolle des Betrachters vielleicht doch mehr die einer Interaktion ist als der kompletten Bestimmung, der kompletten Projektion. Das können wir auch noch mal vornehmen. Hier hat das Gespräch schon begonnen und ich würde jetzt schon zum ersten Mal eine Stimme gerne aus dem weiteren Kreis einladen, nämlich jemand, der wahrscheinlich sehr interessiert zugehört hat, wie dieses Bild gedeutet hat, nämlich die Person, die auf dem Bild abgebildet ist. Ofer, wenn du mal sich zu uns in den Kreis begeben würdest, du hast sehr verschiedene Deutungen gehört von dem Bild, auf dem du bist. Du weißt darüber etwas anderes. Und wir wären sehr dankbar, wenn du das teilen würdest. Ofer brauche ich euch wahrscheinlich nicht vorzustellen. Er ist als Journalist und Autor bekannt und hat vor allen Dingen auch als Kurator dieser Reihe Wunder gewirkt. Und insofern finde ich es aus verschiedenen Gründen schön, dass du auch gleich in den Kreis kommst. Ja, vielen Dank, lieber Daniel, und danke an die Runde und an das Publikum. Ich bin gehörig aufgeregt, das tatsächlich in Realität umgesetzt zu sehen. Und ich hoffe, dass der Gang von dem Stuhl hierher demonstrativ genug war, um zu zeigen, dass der gerne wiederholt werden sollte.
Ja, es wurde hier schon gesagt, der Weg zu einem Bild von Frédéric ist normalerweise der Weg eines sehr langen Gesprächs, eines sehr langen Austauschs. So war es auch in diesem Fall. Und dieses Bild hängt nun seit einem Monat hier im Museum und eigentlich seit mehr als einem Jahr bei mir zu Hause im ländlichen Norden Israels. Und es hat so quasi schon ein bisschen Patina, ein bisschen Rezeptionsgeschichte. Und ich muss sagen, vor allem meine Kinder stehen sehr oft davor und sagen, sag mal Papa, wieso bist du so traurig? Und wieso bist du allein? Ist noch keiner gekommen oder sind alle schon weg? Oder, und wieso deckst du dein Gesicht eigentlich? Hast du Angst vor etwas? Oder gibt es etwas, was du nicht sehen möchtest? Und da sieht man, dass Kinder manchmal sehr präzise Fragen stellen können, dass sie sehr scharfe Beobachter sind. Und mit ihren Fragen kann quasi das Gespräch beschrieben werden, das zu diesem Bild geführt hat. Frédéric hat Berlin zu einem sehr besonderen Zeitpunkt erreicht. Ein Zeitpunkt, der durch eine extravagante Darstellung des Jüdischen gekennzeichnet wurde. Extravagant wie dieser Raum der Komischen Oper, mit den roten Plüschsesseln und so weiter. Das ist auch die tatsächlich sehr rote Wunde, in die das Bild den Finger legt. Welches Bedürfnis wird mit dieser Darstellung erfüllt? Vor wem wird dargestellt? Oder anders gefragt, vor welcher Öffentlichkeit geschieht diese manchmal zwanghafte Darstellung des Jüdischen hier in Berlin? Darf der Dargestellte, der Jude, die Seiten wechseln, von der Bühne in den Zuschauerraum treten? Und muss man nicht manchmal das Gesicht tatsächlich verdecken, um die teils grotesken Maßen nicht zu sehen, die Lehre der Gestik? Ich glaube, das vielleicht halt ein bisschen das, was du, Barbara, gesagt hast. Die Lehre der Gestik, die dieses Theater zeitweilig angenommen hat? Oder ist es Angst, wie meine Kinder fragen, Papa, wovor hast du Angst? Ist es Angst, was kommt, wenn diese Phase vorbei ist? Was bleibt, wenn der Saal dann ganz leer wird? Und vielleicht ist Berlin tatsächlich nur ein Theater, an dem ein altes Stück gespielt wird, wie Yosef Yerushalmi nahelegt, ein weiterer Ort in dem perpetuierten zirkulären Gang der jüdischen Geschichte. Berlin oder Rom oder Babylon oder Ägypten. Wir blättern, wie in der Kurzgeschichte von Barbara Honigmann, wir blättern die Buchseiten vom Ende her, also falsch rum, zurück und werden, Barbara Honigmann freilich mit einem Trabi, wir werden zum urjüdischen Erinnerungsort fahren, zum Sederabend, wo die Namen der Orte sich abwechseln, der Auszug, die Bewegung bleibt. Aber vielleicht ist das Bild eigentlich brutaler, als es aussieht. Denn wie Pierre Nora sagt, der Bruch des Jüdischen in Berlin ist ein doppelter. Denn auch das Gedächtnis wurde getötet und soll nun als Theater, teils künstlich wiederbelebt werden. Ist der dargestellte Jude in Berlin ein deutscher Erinnerungsort künstlich wiederhergestellt? Aber was, wenn dieser Jude den Saal tatsächlich verlässt? Kann er das, aus einem toten Gedächtnis eine lebendige Gegenwart herstellen? Frédéric Brenner erreichte Berlin an einem Moment, in dem hier etwas umkippte in Bezug zum Jüdischen, also hier in Berlin. Pierre Nora beschreibt in seinem Text den zerstörerischen, kritischen Blick, der das lebendige Gedächtnis in eine tote Vergangenheit verwandelt. Also eine letzte Frage. Ist Frédéric Brenners Ausstellung Teil dieses zerstörerischen Blicks oder ist sie vielmehr die Dokumentation des Moments, in dem das Theater sich leert, weil sowohl der Dargestellte als auch das Publikum des Stückes überdrüssig werden? Ich freue mich auf jeden Fall auf die Diskussion. Vielen Dank. Danke dir und vielleicht ist es auch ein guter Moment, wenn es Fragen oder Kommentare gerade zu dem Bild oder zu dem, was zu dem Bild gesagt wurde, gleich einzubringen. Vielleicht ist es ein guter Moment auch dazu zu kommen, wie einfach das ist, hat Ofer gerade vorgemacht. Genau, zu dritt. Ja, genau, es sind 3 Plätze frei. Dann machen wir weiter, aber jederzeit sind Beiträge willkommen. Ich glaube, das, was du gerade gesagt hast, Ofer, und was auch in Jamimas Beitrag anklang, ist vielleicht einer der Punkte, wo wir anfangen können, die verschiedenen Positionen aufzudröseln. Und damit würde ich einen ersten Blick oder einen weiteren Blick auch in den Text von Pierre Nora werfen. Ich glaube, es gibt wahrscheinlich keine prononciertere
Position und theoretisch ausgeführtere Position über Gedächtnisorte als dieses Nachschlagewerk, muss man ja fast sagen, Gedächtnisorte, was Pierre Nora herausgegeben hat. Und gleichzeitig spürt man, wenn man es jetzt wieder liest, dass der Text 30 Jahre alt ist. Und man spürt auch, dass er aus einem ganz spezifischen historischen Moment kommt, der vielleicht vorbei ist. Und trotzdem gibt es Anknüpfungspunkte. Und um das zu demonstrieren, würde ich gerne 2 Passagen mit euch besprechen, wo es darum geht, den Versuch zu unternehmen, dieses Thema des Erinnerungsortes zu fassen zu kriegen. Der erste auf Seite 21, in dem oberen Absatz, wo der Versuch unternommen wird, einen ein Gedächtnisort zu definieren, zu beschreiben. Und da heißt es, gerettete Orte eines Gedächtnisses, die wir nicht mehr bevölkern. Halboffizielle und institutionelle, halbaffektive und sentimentale Orte. Orte der Eintracht, in denen dennoch kein Gemeinsinn mehr lebt. Orte, die weder politische Überzeugung noch leidenschaftliche Teilnahme mehr ausdrücken und in denen gleichwohl noch etwas von symbolischem Leben pocht. Das ist die eine. Und ein zweites Zitat, was einen zweiten Anlauf auf diesen Begriff nimmt, ist dann auf Seite 33, ungefähr in der Mitte. Und da heißt es, denn wenn auch die grundlegende Existenzberechtigung eines Gedächtnisortes darin liegt, die Zeit anzuhalten, der Arbeit des Vergessens Einhalt zu gebieten, einen bestimmten Stand der Dinge festzuhalten, den Tod unsterblich zu machen, dem Immateriellen greifbare Formen zu geben, allein im Gold liegt das Gedächtnis des Geldes, um das Höchstmaß an Sinn in einem Mindestmaß von Zeichen einzuschließen, so ist doch klar, dass die Gedächtnisorte, und das macht sie interessant, nur von ihrer Fähigkeit zur Metamorphose leben, vom unablässigen Wiederaufflackern ihrer Bedeutung und vom unvorhersehbaren Emporsprießen ihrer Verzweigung. Das sind 2 Zitate, die die Verbindung von Erinnerung und von Ort versuchen zu konstruieren, und beide gehen im Grunde genommen auf das ein, was Yamima und was auch Ofer stark gemacht haben, dass es um Umbruchmomente geht. Dass es im Erinnerungsort im Grunde genommen eine Art und Weise geht mit einem Verlust, vielleicht sogar einem Trauma, aber auf jeden Fall mit einem Tempo von Veränderungen und einer Heftigkeit von Veränderungen klarzukommen, die in gewisser Weise überfordern, und sozusagen man besinnt sich auf diesen Ort, man klammert sich an diesem Ort, um zu kompensieren, dass das, was gesellschaftlich passiert, was sich verändert oder wie du gesagt hast, weil eine Erinnerung an einen neuen Punkt kommt, anders vielleicht gar nicht zu verarbeiten wäre, gar nicht zu ertragen wäre. Das würde ich euch gerne mal als Gedanken mitgeben und hören, wie ihr darauf reagiert, ob das für euch eine Art ist, wie man aus dem Text, über den wir sicherlich auch noch kritisch reden müssen, auch etwas ziehen kann, was vielleicht doch gerade für die Ausstellung nicht uninteressant ist. Ich bin mir unsicher zur Bedeutung dieser letzten Stelle, dass du gelesen hast, weil irgendwie habe ich das Gefühl, dass er gleichzeitig 2 Sachen ausdrückt. Einmal, wie du das beschrieben hast, dass der Ort irgendwie eine Fähigkeit hat, die Metamorphose, diese Veränderung, sei es Verlust, sei es aber auch, es kann was Schönes sein. Natürlich sind wir hier und ist irgendwie der Holocaust im Hintergrund, und das scheint auch das, worüber wir reden, dieses Gedächtnis. Aber natürlich gibt es Gedächtnis für viele Formen von Veränderung und gesellschaftliche Transformation. Und meine Frage ist hier, es geht hier darum, dass die Orte irgendwie festbleiben, dass man sie immer nur besuchen kann, wie ein Friedhof, und diese sich eigentlich nicht ändern. Oder geht es eigentlich darum, dass diese Orte immer, wie der letzte Teil dieses letzten Texts, dass die Orte sich immer verändern und eine neue Bedeutung gewinnen? Und das heißt, das Gedächtnis, wie Nora das an anderen Stellen ausdrückt, ist ein lebendiges Prozess im Gegensatz zu Geschichte, der irgendwie so starr ist. Und ich kam auch auf diese Gedanke von diesem Bild von Brandenburg-Tor, der ist auch da, das können wir da zeigen, aber auch ohne das Bild zu zeigen, weil es hat jetzt nicht mit dem Bild an sich, sondern einfach
mit der Bedeutung von einem Ort wie Brandenburg-Tor zum Beispiel, der sich immer wieder geändert hat. Also was Brandenburg-Tor heute bedeutet, ist dann seit der Wiedervereinigung nicht das Gleiche, was Brandenburg-Tor vor der Wiedervereinigung bedeutet hat. Das heißt, das ist, wie ich diesen zweiten Teil des Textes verstehe. Und das ist auch, was ich in diesem Bild sehe, wo ich vergleiche, okay, Brandenburg-Tor, ich habe jahrelang als Stadtführer gearbeitet, wenn ich eine Stadttour mache, ist Brandenburg-Tor eigentlich der Ort von einem Fackelmarsch, ein Nazi-Fackelmarsch und eigentlich der Beginn dieses Ende, dieses Bruchs. Und wenn man das Bild jetzt heute guckt und denkt, was ist eigentlich das Licht, woran man an Brandenburger Tor denkt, es ist jetzt nicht mehr der Nazi-Fackeln, sondern es ist das Licht der Menorah, es kann auch das der Chanukka, es kann auch das Licht von einem Chanukka und Weihnachtsbaum zusammen in manchen Jahren. Und die Symbolik ändern sich an Ort, auch wenn viele verschiedenen Orten zusammenkommen, wie Kalendern, das auch eine Art Ort ist. Und vielleicht wie das Gedächtnis denn eigentlich auflebt von den Fähigkeiten von Orten, sich immer wieder zu erneuern und nicht eigentlich festzubleiben. Aber das ist eine Spannung. Also ich finde, beide Interpretationen eigentlich ihre Berechtigung haben und ihre Charme als Gedächtnisort behalten. Also ich fand die Unterscheidung, die er gemacht hat zwischen Geschichte oder erstmal zwischen Gedächtnis, sodass man in einem lebendes Gedächtnis sozusagen direkt, die Vergangenheit ist die Gegenwart und man spürt es sozusagen direkt, das ein bisschen so in die Richtung gehen. Und Geschichte ist dann, wenn man Distanz gewonnen hat und wenn man zurückblickt und das irgendwie systematisiert, was jetzt eigentlich passiert ist und das nicht mehr direkt fühlt, aber immer noch sich rückbezüglich darauf irgendwie emotional verhält und das die eigene Gegenwart prägt. Und Gedächtnisorte, wobei er selber sagt, eigentlich meint er Geschichte und dann nicht Gedächtnis und so, aber er hat das dann Gedächtnisorte genannt, dass das dann schon so eine dritte Entfremdungsstufe ist, wenn eigentlich auch dieses Geschichtsmodell, das Leben in der Geschichte ganz zusammengebrochen ist und nur noch solche Reste oder Funken von dieser Vergangenheit irgendwo da sind und man versucht, sich an die zu klammern oder die manchmal so wiederzubeleben, um einen Zugang zu haben. Und er hat ja an 2 Stellen auch Bezug genommen auf die jüdische Tradition und ich finde, auf die ist das eigentlich relativ schlecht anwendbar, weil er gerade die Gebote des Judentums oder die Rituale, so sie gelebt werden, einen immer in die Vergangenheit versetzen und die Vergangenheit lebendig machen in jedem Moment. Also wir sehen das natürlich ein bisschen mit kritischer Distanz in dem Honigmann-Text später, aber ich sage mal nur, die talmudischen Weisen haben gesagt, jeder Mensch oder jeder Jude ist verpflichtet, sich täglich an den Auszug aus Ägypten zu erinnern und sogar 2-mal täglich am Tag und in der Nacht. Und das auch zu Pessach nicht so zu fühlen, als sei er jetzt selbst dabei eigentlich beim Auszug aus Ägypten. Das heißt, das ist ja eigentlich kein Gedächtnisort mehr, sondern das ist schon Gedächtnis. Das ist dass die Vergangenheit, die jetzt lebendig ist. Das ist nicht ein Flagge heben, wo man sich dann mal erinnert an irgendeine Schlacht, wie er es hier ja mehrmals als Beispiele bringt, sondern das ist noch das Alte. Nur dass die Menschen dann halt modern sind, die das machen, aber diese Rituale selbst gehören eigentlich noch in die erste Kategorie. Das war mein Eindruck. Schließt jetzt leider nur schlecht an das an, was Deckel gesagt hat, aber vielleicht finden wir ja auch noch eine Brücke. Habt ihr Gedanken? Ja, ich finde so dieses Moment der Inszenierung kommt halt zu kurz. Also das, was wir dann heute so als Gedächtnisorte besuchen, das sind ja alles Sachen, die wir gestaltet haben. Das kommt ja irgendwie so, wenn ich das so lese, dann habe ich mir das Gefühl, ja, das passiert irgendwie und das Gedächtnis sucht sich so seinen Platz und irgendwo bleibt es dann kleben oder so. Und das ist dann so. Aber es gibt natürlich einen total guten Grund, warum hier diese Fackeln jetzt brennen, weil die sollen da brennen. Ja? Und die sollen genau das verdecken, was nämlich davor war, der Fackelzug. Also das ist eine Inszenierung. Und daran störe ich mich einfach so. Und insofern, ich würde tatsächlich
gerne auch hier so weit gehen, dass zum Beispiel gerade anlässlich dieses Bildes sehen wir eigentlich, wie sehr Deutschland überhaupt gar nicht aus dem Nationalsozialismus rausgekommen ist, sondern es ist im Prinzip die Inszenierung oder die Instrumentalisierung des Jüdischen, wie es sozusagen zur Zeit des Nationalsozialismus missbraucht worden ist für die Vernichtungsabsichten, um die Vernichtungsabsichten durchzusetzen. Umso sehr wird sozusagen wieder hier sozusagen das Jüdische instrumentalisiert, um sich diesmal besser zu fühlen. Das ist das, was ich meinte mit diesen narzisstischen Projekten und so weiter. Und insofern brauchen wir irgendwie diese historischen Erinnerungen, und deswegen ist mir das auch immer so zu viel, diese Texte so ein bisschen. Ich finde, wir müssen einen Schritt zurückgehen und zu gucken, was ist eigentlich unsere Absicht, warum tun wir das? Und das stört mich einfach auch so an diesen intellektuellen Debatten. Sondern wir haben tatsächlich ein ureigenes, egoistisches Interesse sozusagen an der Darstellung von Geschichte. Und das ist, dass wir uns besser fühlen, dass wir das verkraften. Und das war es dann auch schon. Also keep it simple. Darauf will ich irgendwie hinaus. Und insofern, das ist das Gleiche wie 33. Das ist für mich kein Unterschied. Aber gibt es nicht doch innerhalb dieses Gesamtvorgangs, den du beschrieben hast und der in verschiedenen Facetten von euch allen beschrieben wurde, gibt es nicht doch unterschiedliche Arten und Weisen, das zu tun? Und gibt es nicht doch unterschiedliche Arten und Weisen, Räume oder Orte mit Inszenierungen zu belegen? Also ist es zwangsläufig, nur weil es eine Inszenierung ist und weil wir es irgendwie einen Ort gestaltet oder mit Sinn belegt haben, aus einem bestimmten Grund, vielleicht um einen Verlust, eine Angst zu bannen, ist es von vornherein und ausschließlich nur, also schon deswegen zum Scheitern verurteilt? Oder ist es nicht doch denkbar, dass Orte und Erinnerungen so gestaltet sind, dass sie dann auch wohltuend sind? Oder dass sie vielleicht etwas bewirken, was mehr ist als nur immer die Falschheit und der Inszenierung zu wiederholen? Ja, die gute Absicht würde ich ja schon in Rechnung stellen. Ich würde sagen, natürlich haben wir die gute Absicht, durch Inszenierung von Geschichte und dieser Darstellung von Erinnerungsorten, dass wir uns beruhigen, natürlich. Also ich glaube, dass das natürlich guten Absichten das alles entspricht. Aber wenn wir uns mal umgucken in der jüdischen Geschichte, wie bescheiden und wie dezent diese Dinge vorgenommen werden, dann ist es ein massiver Unterschied zu dem, was also heute zum Beispiel in Deutschland stattfindet. Also das ist mir einfach nochmal wichtig zu betonen. Ich bin zum Beispiel der Meinung, dass eben aufgrund dieser unglaublichen transgenerationalen Erfahrung der Vernichtung, die Juden einfach seit Tausenden von Jahren irgendwie begleiten, dass das Judentum nach 1945 hier nicht aufgehört hat zu existieren. Ich glaube, das geht wirklich massiv auf die eigene, und das ist eben nochmal darauf hinzuweisen, eine körperliche Erfahrung, eine transgenerationale körperliche Erfahrung, dass es nach Vernichtungsversuchen immer schon weitergegangen ist. Und dazu braucht man ja irgendwie keinen Gegenstand, um das für sich selber festzustellen. Manche haben es trotzdem nicht geschafft, wie Paul Celan. Und das ist mir einfach wichtig. Darauf würde ich gerne gleich noch ausführlicher zu sprechen kommen, aber vielleicht, Yamima, wolltest du auch auf diese Frage nach den Erinnerungsorten jetzt in diesem größeren Format als Möglichkeit mit diesem Umbruch, mit dem Verlust, mit der Angst, mit der vielleicht übermäßigen Beschleunigung in gewisser Weise zurechtzukommen. Vielleicht möchtest du dazu auch noch was sagen. Ich finde, also in Bezug auf diese Foto, und ich finde es, also wir sehen ein Ritual eigentlich, der politisch ist und nicht nur religiös oder mehr politisch als religiös. Das ist eine interessante Blick auf dieses Ritual, die normalerweise, also wenn wir über Rituale sprechen, sprechen wir über religiös im religiösen Bezug, und das auch erinnert mich auch die Text von Barbara Honigmann, sie spricht über, am Ende, sie schreibt, dass sie ist immer noch irgendwie zwischen Auschwitz und Jerusalem.
Also sie ist im Alexanderplatz zwischen diese beiden. Was heißt das in Bezug auf Pessach, auf Seder, auch auf die Haggadah? Das heißt, dass vielleicht sie spürt, dass sie immer noch auf dem Weg ist, irgendwie zwischen diesem idealischen Zustand von Redemption, Erlösung oder und dem Moment von Ägypten, also von der schlimmsten Moment zum Erlösung oder Redemption, sie ist immer noch auf dem Weg und irgendwie Alexanderplatz ist jetzt nicht mehr Ägypten, sondern es ist jetzt eine Weg von Ägypten, eine Weg von, also das ist ein Weg, der historisch ist und nicht geografisch, weil geografisch sie ist, wo Ägypten war vor 80 Jahren, aber jetzt sie ist da in dem Ort, aber dieser Ort ist anders geworden. Es ist auf dem Weg nach Jerusalem, wie ich es interpretiere oder verstehe. Also in dem Fall, die Ort Gedächtnis, es ist auch interessant, weil geografisch das gleiche Ort kann verschiedene Gedächtnisse auch produzieren oder ja. Und damit lenkst auch du die Frage eigentlich weg von den großen kollektiven Orten, an denen diese Inszenierungen stattfinden, die vielleicht helfen, vielleicht alles noch schlimmer machen, eigentlich nochmal hin zu der Frage, was Erinnerungsorte auch im individuellen Leben sein können, ob es sowas auch gibt. Und bei Nora gibt es ja diese Passage, die ich fast ein bisschen abfällig finde, wo es um individuelle Erinnerung und Identität geht. Das wäre auf der Seite 25. Der Übergang vom Gedächtnis zur Geschichte hat jeder Gruppe die Pflicht auferlegt, durch Wiederbelebung ihrer eigenen Geschichte, ihre Identität neu zu definieren. Und dann zwei Seiten weiter, auf der Seite 27 in der Mitte, nochmal der Begriff Identität und dann die Formulierung, die Atomisierung eines allgemeinen Gedächtnisses in Privatgedächtnisse gibt dem Gesetz des Erinnerns eine intensive Kraft inneren Zwangs. Sie verpflichtet jeden, sich zu erinnern und macht aus der Wiedergewinnung einer Zugehörigkeit das Prinzip und das Geheimnis der Identität. Und dann wird noch auf die Psychologie eingegangen und man spürt, für Nora ist das, was hier eigentlich auch als einen wichtigen und angemessene Form, Erinnerung und Ort zu verbinden, angesehen wird, von ihm im Grunde genommen besonders scharf abgelehnt wird. Seine Vorstellung ist, dass eine Nation oder eine Großgruppe in großen Inszenierungen sich angesichts eines Verlustes vergewissert. Und das, was er hier als die Identitätssuche von Einzelnen beschreibt, ist im Grunde genommen etwas, was er ablehnt und etwas, was ihm eigentlich als eine Gegenkraft erscheint zu dem, was er sich eigentlich wünscht. Und insofern ist das vielleicht auch eine der Orte oder eine der Momente, wo man sieht, dass dieser Text aus einer bestimmten Zeit stammt, nämlich aus der Zeit der Wende von 89. Und dass wir diese Art von Zuschreibungen schon deswegen nicht teilen können, weil in diesen 30 Jahren ein Ausmaß von Veränderungen und von Beschleunigung erreicht wurde, die diese ganze Vorstellung, man könnte noch dieses Kollektiv konstruieren, relativ absurd erscheinen lässt. Aber ich würde gern auf diesen Gedanken zurückkommen, der bei euch vorkam und würde gern noch mal fragen, wenn es dieser größere kollektive Zusammenhang nicht ist, der uns heute vor allen Dingen zu Erinnerungsorten bringt, sondern vielleicht der Versuch, im individuellen Leben bestimmte Orte mit bestimmten Erlebnissen zu verbinden oder bestimmte
Erinnerungen dort aufzubewahren. Ist das möglich? Ist das vielleicht besser möglich als die großen kollektiven Vorgänge? Und ist das nicht, um sozusagen Noras Kritik mit einzuspiegeln, am Ende dann der Beginn eines Prozesses, in dem gemeinsames Erinnern irgendwann unmöglich wird, weil jeder sozusagen im Austausch mit seinen Orten etwas Individuelles tut und wir kommen nicht mehr in mittleren oder großen Gruppen zusammen. Also könnt ihr euch das vorstellen, dass es vielleicht eine Bewegung hingibt, mehr zum individuellen Erinnerungsort, zu was für mich ganz persönlich gilt und dass das vielleicht die Form von 2021 ist, die stimmiger ist, die sinniger ist? Ich weiß nicht. Ich würde gerne was sagen zu diesen großen Massenorten nochmal, weil das jetzt natürlich wurden die auch so abgewatscht. Die haben natürlich eine Funktion. Und ich würde gerne sagen wollen, einfach auch ich möchte ja auch gerne ein bisschen eine versöhnliche Position hier auch haben. Wir haben also hier dieses Holocaust-Mahnmal in Berlin-Mitte. Und da gibt es natürlich verschiedene Meinungen dazu. Und meine Meinung kann man sich jetzt auch schon denken. Aber ich habe in den Nachrichten gesehen zum Beispiel, dass die Niederländer gerade auch ein Mahnmal eingeweiht haben, das mir zum Beispiel sehr, sehr gut gefällt. Das ist etwas, wo sozusagen genau die individuelle Person, und darum geht es mir, nach vorne geschoben worden ist. Der Mensch, der verloren worden ist, der ermordet worden ist, der eben nicht mehr da ist. Was ist so schwer daran, sich in das Archiv zu begeben und tatsächlich sowas zu gestalten? Ich kann es mir nicht vorstellen, dass es so schwer gewesen wäre, hier auch sowas Ähnliches zu machen. Und damit kommen wir wieder zu diesen Masseninszenierungen der Nationalsozialisten, sowas hier hinzubauen. Also das sind einfach für mich hier Kontinuitäten, die seit dem Nationalsozialismus hier einfach weiter bewegt werden. Und die Holländer haben es eben gerade vorgemacht, wie es auch eben anders gehen könnte, zum Beispiel. Da kommt eine eine Stimme aus Holland. Hallo, Hetty Berg. Hallo. Ja, ich hatte daran schon vorher gedacht, in der vorigen Runde, wenn es auch um diese große kollektive Orte gibt, aber auch, weil wir hier natürlich in ein Daniel Libeskind-Gebäude oder nicht Gebäude, jetzt in Daniel Liebeskinds Glashof sind und hier in das, wie es in den Niederlanden genannt wird, das Namenmonument, das, sagt man Monument, ja, auch von Daniel Liebeskind gestaltet worden ist und entworfen worden ist und es heißt oder es zeichnet das Wort, all diese Wände, die es gibt, das Wort Zachor. Und da gibt es alle individuellen Namen von jeder, die aus den Niederlanden, Juden und Judinnen und Sintiinnen und Romainnen, deportiert und ermordet worden sind oder alle, die ermordet worden sind. Und das sind 102.000 Namen. Aber hier das Denkmal der ermordeten Juden Europas hatten man 6 Millionen Namen und dann noch so viel dazu für die Sinti und Roma. Das schafft man natürlich nicht. Und wie vorher gesagt wurde, dass diese Denkmäler, dass das immer so ein Geste ist, womit jeder dann so einverstanden ist. Das war ein großer Streit in Amsterdam, um dieses Namenmonument da hinzustellen, weil es gab auch viele Bäume da und man war sehr, sehr geschmerzt, dass diese Bäume dann weggehen mussten. Aber es ist sehr, sehr interessant, dass wirklich Menschen dorthin gehen, vielleicht auch um ihre eigene Geschichte und Identität dann wieder zu definieren, um all diese Namen zu suchen aus der eigenen Familiengeschichte. Und das war ziemlich rührend zu sehen. Es gibt bestimmt noch mehr Holländer im Publikum oder andere, die Meinungen und Ideen haben zu dem Berliner und dem Amsterdamer Holocaust-Mahnmal. Darf ich noch 2 andere Assoziationen hineinwerfen, die ich hatte bei das
vorige Bild war von dem Brandenburger Tor, weil da sehen wir natürlich Rom. Und Rom zusammen mit Jerusalem, mit die Chanukia. Und wo man versucht, das zusammenzubringen. Und worüber ich das erste Mal, dass ich in der Chabad-Synagoge war, für Rosh Hashanah 2017, glaube ich, oder 2016, weil ich mir so schockiert war, ist, dass da der Vorhang vor der Aron HaKodesh, man hat da der Schnellweg, der Autoroute unter dem Brandenburger Tor und das ist dann die Torahrolle. So das Symbol der Brandenburger Tor und die Torahrolle, die leitet unter dem Brandenburger Tor wie ein Schnellweg und ich fand dieses Bild auch so interessant und daran denke ich immer, wenn ich die Brandenburger Tor sehe. Ich finde es super, dass du das jetzt gesagt hast, weil auch als Barbara vorhin von Inszenierung gesprochen hat, dachte ich, da gibt es eigentlich Inszenierungen. Es gibt jetzt mehr als eine Inszenierung. Es gibt natürlich die nationale Inszenierung, aber es gibt auch eine jüdische Inszenierung, die auch mit dieser Darstellung gezeigt wurde, um diese Rituale auch begehen zu können, um dort in Berlin zu machen, was man überall machen wurde, irgendwo in Freien, ein Chanukia anzünden, zumindest in der letzten Zeit, weil das eigentlich eine moderne Aktualisierung, eine Erneuerung von einem alten Ritual, das man vorher individuell gemacht hat. Also wenn man jetzt genau zu deiner Frage, das Gedächtnis von Chanukka war eigentlich individuell, das war zu Hause, es war natürlich nicht individuell, weil das hat man mit der Familie gemacht oder so. Ich glaube, für Gedächtnis braucht man schon das zu teilen. Natürlich kann man auch, ich weiß nicht, ich kann Gedächtnis ohne teilen, zumindest mit einer weiteren Person schwer vorstellen, beziehungsweise der Ort wäre da, quasi die Person, mit denen man dieses Gedächtnis teilt. Es ist niemals individuell, es gibt immer dieses Gespräch. Und ich wollte auch noch mal auf das Bild von diesem Bilderrahmen hingehen, weil es ist auch interessant, wie ist denn diese Inszenierung oder diese Rituell, ich denke, sie haben rituelle Inszenierungen, haben ähnliche Effekte und haben auch mit Körper zu tun und Körper als Erinnerungsort. Wie sind sie zu Masseninszenierungen geworden? Es hat schon mit Nationalismus 18., 19., 20. Jahrhundert, aber ob das jetzt zurückgeht, ob das zurück zum Individuum kehrt, weiß ich nicht. Ich würde diese Frage auf einen anderen Ort lenken, das man auch in diesen Bildern ein bisschen sieht. Und ich kannte die Geschichte nicht. Ich habe das Bild gesehen, ich wusste eigentlich gar nicht, wer die Personen und was die Rahmen sind, außer dass sie sehen schon alt aus. Ich fand es schon, wie die Rahmen versuchen, andere Rahmen in sich zu bringen, was mir an diese Gedanke von Gedächtnissen, die zusammenkommen. Das hast du quasi das Nationalgedächtnis und dann verschiedene andere Rahmen, die andere Gedächtnisse versuchen zu halten, aber dann gibt es keine Versöhnungen mit dem Rahmen nebenan. Oder schon vielleicht, weiß ich nicht, dass sie nebeneinander ist, weil sie die Gedächtnisse von der anderen Gruppierung irgendwie halten können. Egal, das ist jetzt ein bisschen weit assoziativ geholt. Ich fand es auch interessant, dass du hast gesagt, die Bilder sind nicht mehr da. Ich habe eigentlich da Bilder gesehen. Vielleicht nicht die Originalbilder, aber da gibt es Fotos. Da gibt es quasi historische Bilder, die in diese Rahmen nicht passen, aber sie werden quasi versucht, in diese Rahmen einzuzwängen. Dabei ist eine riesige Leerstelle, aber es stört nicht, dass die Leerstelle da ist. Irgendwie oder vielleicht stört es schon, weiß ich nicht. Vielleicht fehlt dieses Bild. Vielleicht geht es nicht, dieses historische Bild da in einen Rahmen zu haben und in diesen Rahmen zu fühlen. Aber der Punkt, auf den ich wirklich will, zu deiner Frage der Zukunft, ist, dass diese Frau, die da sitzt, gar nicht mehr auf diese Bilder sitzt, sondern sie sitzt da mit ihrem Handy. Und das ist jetzt sehr wichtig, weil der Handy ist auch ein Rahmenbild. Es ist auch ein Rahmen, in dem wir Bilder haben. Und wenn wir vielleicht zurück zu dem Brandenburg-Tor wieder gehen, finde ich, dass dieses interessante Moment, das man in diesem Bild sieht, ist, dass alle Menschen da sind, aber sie sind trotzdem irgendwie mit anderen Menschen, die nicht da sind. Dieser kollektive Moment wird nicht mehr geteilt mit den Menschen, die zusammengekommen sind, sondern eigentlich mit Menschen, die gar nicht da sind, die irgendwo auf einem Bildschirm sitzen
Und was ich noch interessant fand, ist, dass alle das gleiche Bild haben. Und dann fragt man, das war auch diese, wie hieß das hier, diese Verehrung der Spur, der Noah ganz schön beschreibt, wie diese Archivisierung, wie eigentlich Dokumente, wie in, können wir vielleicht nochmal das Bild von Brandenburg-Tor haben, wenn das geht, wie diese Spur dann eigentlich vermehrt ist, dass immer noch das Gleiche ist. Aber trotzdem das gleiche Bild, wenn ihr guckt auf das Handy, alle haben irgendwie diese Stellen leuchten. Es ist schon ein bisschen anderes in jedem Bild. Und ich finde, das ist die Frage von, wo das hingeht, muss man schon die sozialen Medien mit bedenken. Und mit wem teilt man jetzt dieses Gedächtnis? Wer ist dieses neue Kollektiv? Was und wie beeinflussen neue Rahmen unser Gedächtnis? Weil die neuen Rahmen sind ein ganz neuer Ort. Das Smartphone ist der wichtigste Erinnerungsort des 21. Jahrhunderts. Ich glaube, das können wir als Merksatz aus der Diskussion schon mitnehmen. Hallo. Hallo, genau, ich wollte einmal anschließen an die Idee, das fand ich ganz nett und auch an dich. Und zwar, wenn man jetzt, also wenn ich dich, also ich würde mit dir mitgehen und dann kann man das auf dieses Bild anwenden und wir sagen, wir haben diese Rahmen und da spannen wir aktuell in Deutschland irgendwie riesige Bilder ein, obwohl die gar nicht existieren. Wir haben nur diese kleinen Bilder. Und jetzt wäre mal aber meine Frage, also wo siehst du denn die Alternative? Also ist es wirklich besser, wenn wir übergehen sozusagen zu einer realeren Darstellung und dann irgendwie Judentum dann nicht mehr irgendwie pompös darstellen und inszenieren in der Öffentlichkeit, sondern das dezent machen und sogar herausnehmen aus öffentlichen Kontexten? Ist das eine Frage an mich? Ja. Ah, ja. Klang so, ja. Also du hattest ja die kritische Haltung, mit der ich auch mitgehen würde. Ich hatte die kritische Haltung und ich finde das auch total interessant. Ich möchte jetzt etwas noch Privates erzählen. Also kurz bevor ich hier losgeflitzt bin, hat mich meine Tochter nochmal angesprochen, du Mama, also wir wollten eigentlich, also es ist ja jetzt, am 31. ist dieser protestantische Gedächtnistag, wie heißt das? Reformationstag, danke, Reformationstag. Und sie sagte, also wir beschäftigen uns am Reformationstag mit dem Judentum. Und wir wollten eigentlich in eine Synagoge gehen, das scheint aber irgendwie nicht zu klappen. Und jetzt muss ich einen Vortrag halten. Und mit Jael vielleicht noch. Und also ne, da wird sozusagen, das ist schon so in allem drin, dass also an einem Reformationstag, wo man vielleicht sich irgendwie mit einer protestantischen Geschichte in einer protestantischen Schule vielleicht beschäftigen können, stattdessen gehen die los und gehen in eine Synagoge. So, also das ist schon so Teil sozusagen unseres Trainings. Das ist das eine, dass ich schon gar nicht mal wüsste, wie man da irgendwie vom Pferd wieder runterkäme, irgendwie zu einer anderen Sache. Für mich ist viel wichtiger, nochmal nach der Motivation zu fragen. Warum mache ich das? Warum brauche ich das? Warum ist es wichtig? Warum brauche ich das persönlich als Individuum, dass ich mich jetzt sozusagen damit so befasse? Und ich muss ehrlich gesagt sagen, wir haben jetzt viel über dieses Bild da gesprochen mit den Bilderrahmen. Es hat keiner darüber gesprochen, wer diese Figur eigentlich oder die Person da ist, die da abgebildet ist. Bitte. Ne? Das ist ja sozusagen, ich habe jetzt die ganze Zeit gewartet, dass es jemand mal sagt, aber das ist Lea Roche, die eigentlich Edith Roos heißt, also die Dame, die sozusagen nicht nur dafür gesorgt hat, viel dazu beigetragen hat, dass dieses Holocaust-Mahnmal jetzt hier so steht, sondern sich auch massiv eben zu jüdischer Geschichte, zu jüdischen Angelegenheiten hier äußert und natürlich auch ihre eigene Form der Aneignung des Jüdischen irgendwie vollzogen hat. Und ich finde, das finde ich interessant, dass es einfach nicht erwähnt wird. Also ich habe sie nicht erkannt, aber jetzt, wenn du das sagst, dann ist das Bild ganz. Jetzt ist das Bild ganz, oder? Von den Rahmen, alle Rahmen in einen großen Rahmen zusammenzubringen. Ja, und das sind so Sachen. Und als Therapeutin kann ich natürlich einen Zugang zu diesem Bild bekommen. Für die Inszenierung habe ich nicht so viel Verständnis. Also nochmal zu dem Leiden der Person und so weiter. Ne? Ich kann verstehen, warum man das macht. Und ich finde es schade, dass man es in dieser Form braucht. Ich würde gerne direkt an das anschließen, was Barbara gesagt hat und das mit dem verbinden, was Hetty aufgebracht hat. Also unabhängig davon, was man davon denkt, ob es gut ist oder nicht, aber bei dieser Sache mit der Chanukia vor dem Brandenburger Tor, das wird ja von Chabad Lubavitch gemacht, jedes Jahr.
Und der Hintergrund ist also natürlich auch ein politischer Hintergrund, aber es gibt auch einen, ich sag mal, theologischen Hintergrund. Und zwar ist Chabad relativ stark in ihrem Glauben an etwas, was man chassidische Eroberung, Kibush nennt. Also nicht politisch, sondern theologisch. Was heißt das, dass man Kulturen oder Dinge, die irgendwie in der Vergangenheit die Sitra Achra hatten, also die bösen Kräfte, die in der Welt da sind und an Dingen hafteten, befreit und reinigt und deswegen auf die gute Seite zieht. Ich gebe ein Beispiel. Napoleon Bonaparte, der ja auch durch dieses Tor gezogen ist, mit den vielen Herakles-Darstellungen, die da viel zu hoch hängen, sodass man sich sie nie richtig angucken kann im Zwischengang des Tores. Auf jeden Fall, Napoleon hat die Aufklärung oder die Moderne oder die französische Revolution und die Emanzipation der Juden für eine kurze Zeit bis weit nach Osteuropa getragen. Und Chabad hat in der Zeit das alles abgelehnt und hielten Napoleon also für denjenigen, der das Unheil bringt, denn die Emanzipation und die Werte der französischen Aufklärung würden ja dazu führen, dass Juden sich assimilieren, dass der Staat also Juden akzeptiert, dass sie also nicht mehr abgesondert sind, ein Volk, das unter die Völker nicht gerechnet wird, wie es in der Tora heißt, und ihre eigenen Sachen machen, ihre eigene Sprache haben, ihre eigene Kultur, ihre eigene Religion, sondern sich dann notwendigerweise anpassen würden an die Umwelt. Und Napoleon war also hier der böse Bote, der diese Sachen gebracht hat. Deswegen hat Chabad ihn abgelehnt. Und in der Geschichte von Chabad ist es dann dazu gekommen, dass sie aus diesem Grund irgendwann die Marseillaise, also das Lied, das mit Frankreich, mit der Französischen Revolution, mit Napoleon verbunden ist, adaptiert haben und in einen chassidischen Nigun umgewandelt haben und den bis heute singen zu bestimmten Anlässen, um anzudeuten, dass also diese bösen Kräfte besiegt werden und befreit und das Gute in ihnen befreit wird und auf die gute Seite wandelt. Und so ähnlich, wenn wir gerade also über das Brandenburger Tor sprechen, über Fackelzüge, über Nazi-Paraden und solche Sachen, ist es für Chabad also wichtig, okay, dieses schlechte Licht tauschen wir aus gegen gutes Licht und dadurch reinigen wir die Ort, wir erheben die Funken, die hier begraben liegen. Wie gesagt, das muss man nicht mögen, aber das ist zumindest ein Gedanke, der mit dahinter steht. Wir kommen jetzt in eine Richtung, wo wir vor allen Dingen Erinnerungsorte besprechen, die in gewisser Weise das jüdisch-deutsche Verhältnis betreffen. Also wo wir haben uns nach Individualität und Kollektivität gefragt. Man könnte zum Beispiel zum Holocaust Memorial hier in Berlin auch noch sagen, dass es natürlich auch eines ist, was ein besonderes Gewicht auf die Vereinzelung der Betrachter legt. Nicht? Wenn man in dieses Labyrinth reingeht, kann man nicht mehr in der Gruppe sein, sondern ist einzeln. Und die Idee ist eben auch, dass jeder Einzelne dann mit den Erinnerungen alleine ist, die er oder sie eben einbringt in diese Konstruktion. Aber das nur am Rande. Worauf ich hinaus wollte, ist, also auch der Text von Yerushalmi hat mich nochmal auf die Frage gebracht, wenn man jetzt wegkommt von diesen Beziehungsgeschichten, die in vielen Erinnerungsorten in Deutschland natürlich drinstecken, und das nochmal Erinnerungsorte vielleicht als eine mehr jüdische oder innerjüdische Frage betrifft. Und dazu nochmal ein Zitat auch von Yerushalmi auf der Seite 39, fast gegen Ende des Textes, also mittlerer Absatz, wo es heißt, wir können freimütig zugeben, dass das rabbinische Erbe wie sogar schon das Biblische in späteren Generationen Denkweisen Vorschub leistete, die aus moderner Sicht, wenn nicht antihistorisch, so doch zumindest ahistorisch wirken. Trotzdem wurde bei den Juden eine lebendige Vergangenheit von Generation zu Generation weitergegeben. Weder brach die Verbindung zur Geschichte ab, noch wurde die fundamentalhistorische Orientierung aufgegeben. Das heißt, das ist nochmal eine andere Ebene, ja? Dass wir sagen, es gibt eben nicht nur diese Art von verhandelnden Erinnerungsorten, wo diese zwischen verschiedenen Gruppen diese komplexe und schmerzvolle und brutale Vergangenheit thematisiert wird, sondern man kann auch über den Erinnerungsort als eine Praxis innerhalb des Judentums, innerhalb der jüdischen Kultur nachdenken. Und das würde mich interessieren, ob ihr das in dem Kontext erstens, ob ihr das seht, ob ihr solche Elemente seht, auch gerade, du hast von den Ritualen gesprochen, den wiederholenden Ritualen, und ob die Funktion, die du ja auch kritisch siehst, in diesem Kontext eventuell eine andere sein könnte. Wenn man es rausdenkt aus der
aus dieser Geschichte einer... Ich dachte, ich habe das schon gesagt und auch bejaht. Gut, dann dann zu der anderen Frage, was sind Beispiele dafür? Und ist das dann ungebremst und ungebrochen positiv in diesem Fall ein Erinnerungsort? Oder gibt es die gleiche Art von Ambivalenz, eventuell auch in dieser Form, die mehr für die innere Bindung einer Gruppe wirkt, als für das Verhandeln einer Gruppe zu einer anderen Gruppe? Wenn ich nochmal gleich ansetzen darf. Also was mir jetzt dazu einfällt spontan, ist auch eine Halacha, ein Gesetz, ein jüdisches Gesetz. Und zwar ist ja wahrscheinlich bekannt, dass man täglich bei sehr vielen Anlässen sogenannte Brachot sagt, also kurze Segenssprüche, Lobpreisungen Gottes bei allen möglichen alltäglichen Handlungen, die man macht, wenn man was isst oder wenn man so zur Toilette geht oder bevor man lernt oder was auch immer. Oder wenn man jemanden sieht, den man lange nicht gesehen hat, wenn man etwas Neues kauft, was Bedeutung hat, viele solche Sachen. Das heißt, der Alltag wird gefüllt mit ganz vielen Segenssprüchen, 100 normalerweise ungefähr täglich, die den Alltag, den Tag prägen. Und einer von diesen Segenssprüchen, der heutzutage selten Anwendung findet, aber in der Halacha im jüdischen Recht vorgesehen ist, dass man an einem Ort, wörtlich an einem Ort, an dem man ein Wunder erlebt hat, auch einen Segensspruch sagt. Und zwar sowohl kollektiv als auch individuell. Also wenn man mal eine Reise macht in den Sinai und am Roten Meer steht, dann ist man nach der Halacha eigentlich verpflichtet, dann dort einen Segensspruch zu sagen, dass man Gott dankt, dass er unseren Vorvätern Wunder verübt hat an diesem Ort, also die Teilung des Schilfmeeres. Aber, sagen die halachischen Texte, der Talmud schon, der das aufbringt, auch als Individuum, wenn ich also eines friedlichen Morgens durch den Wald oder durch die Wüste gelaufen bin und von einem Löwen attackiert worden bin, aber nicht gegessen wurde, dann werde ich bei den zukünftigen Malen, dass ich wieder an diesem Ort, an denen ich wieder an diesem Ort vorbeikomme, auch einen Segensspruch rezitieren, dass Gott mir an diesem Ort ein Wunder getan hat und mich gerettet hat. Das heißt, es gibt hier sowohl diese kollektive Ebene als auch die individuelle. Aber individuell ist natürlich gut und sehr modern und es passt zu unserer Zeit, aber es soll auch nicht verschleiern, dass die Mehrheit der Sachen, so wie ich es sehe, und vielleicht hat er dann auch da recht, in der jüdischen Tradition sind natürlich eher kollektiv gedacht. Aber das vielleicht auch gar nicht unbedingt ein jüdisches Problem, wenn man es denn so sehen will, sondern das ist halt eine allgemeinmenschliche, vielleicht vormoderne Sache auch, nicht, dass man eher weniger sich als Individuum gesehen hat und mehr als Teil einer Gruppe und dann in der Gruppe halt agierte. Aber es gibt, ja. Ich finde auch, dass diese Rituale haben viel mit Kollektiv, aber ich würde auch betonen, mit Kollektivwillen. Wir sollen nicht so tun, als ob alle Juden die Rituale wirklich gleich machen. Die Rituellen werden einfach überall anders gehabt, anders gefeiert. Sie werden das sieht man an, die Versuche von Rabbiner über die Jahre immer zu kodifizieren und zu versuchen, irgendwie den Rahmen da zu spannen bzw. zu bestimmen, wie groß dieser Rahmen sein kann, um diese kleinen Rahmen noch zusammenzuhalten, zu sagen, sie sind so unterschiedlich, wie sie ihre Rituelle ausüben, aber trotzdem gibt es diese große Kodex, die sagt, okay, wenn sie halten, dann sind sie trotzdem Juden. Natürlich ist irgendwann auch schwierig geworden, wenn auch diese Rahmen gebrochen wurden, sei es mit Reformjudentum, sei es mit den Chassiden, die jetzt, Wilobavitch, die Sachen ganz anders interpretieren und auch anderes ritualisieren, wie die Marseillezes singen mit einer anderen Melodie, das machen nur sie. Das macht sie zu einer Gruppe innerhalb dieser Gruppe. Und ich fand es interessant, dass sowohl Yerushalmi als auch Nora das angesprochen haben. Und ich fand es interessant, wie Nora das Gedächtnis denn unter Juden in der Moderne interpretiert sein, wo er ungefähr so sagt, jüdisch zu sein bedeutet, zu erinnern, dass man jüdisch ist. Einfach irgendwie dieses Theater des Jüdischen, diese Inszenierung eigentlich gehört zum Modernen. Und damit meine ich eine andere Inszenierung als die Inszenierung, die du davor meintest. Ich meinte genau diese Inszenierung von Chabad, die
eigentlich zweideutig ist. Einerseits schließt sie an die Inszenierung, die du meintest. Andererseits ist es genau diese Inszenierung von diesen ganzen Leuten zu erinnern, dass sie jüdisch seien, und sie dann nehmen das Handy und erinnern auch die anderen. Also das ist genau dieses Licht, dass sie versuchen auch anderen zu erinnern, dass sie jüdisch sind oder zu zeigen, dass sie das erinnern. Aber ich fand, dass diese Ritualisierung in der Moderne, die Nora anspricht, diese Performance als ein wichtiger Teil des jüdischen Gedächtnisses, ist interessant. Und dann fiel mir was ein, also direkt drauf? Ja, ganz gerne. Weil ich finde, das ist tatsächlich der entscheidende Punkt, auch worauf es ankommt, selbst wenn wer nicht jüdisch ist. Was man wirklich, finde ich, vom Judentum lernen kann, ist die Ausbuchstabierung sozusagen des Erinnerns im Handeln. Und das ist eine gute Absicht. Ja, also nicht nur sich selber, sondern, ne? Und das ist ein Unterschied sozusagen zu sagen, okay, ich mache jetzt hier irgendwie eine große jüdische Show und wir spielen das alles nach und so weiter und gucken irgendwie, dass wir das zum Leben erwecken. Nein, das ist das ein bisschen auch, was ich meinte mit meinem Statement und meinem Text. Wenn wir irgendwie wirklich es schaffen würden, die Begegnung mit wem auch immer, der uns begegnet und ne, da im Einzelnen, im Kleinen sozusagen, uns daran zu erinnern, dass wir alle vergänglich sind und dass wir alle Schaden anrichten, dass wir uns bemühen, möglichst wenig Schaden in der Geschichte anzurichten, im Kleinen. Und das ist das, worum es eben genau in den jüdischen Handlungen eben geht. Ne? Sozusagen eine Ethik in allem. Ich meine, bei Nathanael kam es ja auch ganz gut durch. Ne? Also egal, was man tut, es gibt eine Ethik des Handelns. Und das vergisst man vor dem Hintergrund dieser Inszenierungen. Und dagegen spreche ich mich einfach aus. Und das ist ein Wert, wenn es etwas zu lernen gibt aus dem Judentum, das. Das könnte man schon fast als Schlusswort stehen lassen. Einen Gedanken noch zu dem, was du gesagt hattest, Yamim, aber wenn wir jetzt über Erinnerungsorte sozusagen als Teil der jüdischen Kultur nachdenken, dann kommt wieder der Gedanke zurück, den du in deinem Statement gesagt hattest mit Bezug auf Honigmann. Dass natürlich die Orte in den praktizierten Ritualen eine Rolle spielen, aber auch wie in dem Text von Honigmann, wegen der diasporischen Situation, wegen der Verfolgung auch als Netz von Referenzen auf Orte, die anderswo sind und wo man nicht mehr hin kann. Und als du gesagt hast, Alexanderplatz und Oranienburger Straße sind im Grunde genommen Verweisen auf Rotes Meer, auf Auschwitz und auf Jerusalem. Da steckte genau diese andere Ebene noch drin, dass man einerseits sozusagen im Alltag und in der Ausübung der Kultur Erinnerungsorte schafft, aber dabei gleichzeitig auf Orte verweist oder mit Orten verzogen ist, an denen man nicht mehr ist oder nicht mehr sein kann oder die sozusagen nur noch in der geistigen Referenz bestehen. Das fände ich noch einen wichtigen zusätzlichen Aspekt. Aber ich fürchte, die Zeit ist abgelaufen und insofern müssen wir diese sehr, sehr interessante Diskussion zu einem Ende bringen. Wenn der Sinn der Chevruta das gemeinsame Lernen ist, dann kann ich zumindest für mich sagen, dass ich sehr viel gelernt habe und ich hoffe, andere auch. Und gemeinsam war es auf jeden Fall. Das ist der Beginn einer Serie von solchen Gesprächsveranstaltungen. Die nächste wird am 9. Dezember sein, am gleichen Ort. Und alle sind wieder ganz herzlich eingeladen. Aber für heute erstmal ganz herzlichen Dank allen, die hier am Tisch saßen, alle, die zum Tisch gekommen sind, alle, die so aufmerksam und inspirierend zugehört haben und natürlich auch diejenigen, die diese Veranstaltung vorbereitet haben, Ofer Waldmann als Kurator, Sinje Rosbach mit ihrem Team und vor allen Dingen Gesa Struve und Henrich Jäger von Art Lights, die also sowohl die technische Vorbereitung als auch die inhaltliche Vorbereitung geleistet hat. Das war ein ungewöhnlicher Rahmen, aber ich denke einer, der uns doch zum Nachdenken und zum Diskutieren angeregt hat. Also herzlichen Dank und schönen Abend.